Ich habe die Kaninchen schon versorgt. Und ich habe auch schon Tee gemacht. Und da hat jemand Gaben für die Hexe gebracht. Ich glaube, in dem Gefäß ist Honig. Wieso bist du überrascht, dass die Leute Gaben für die Hexe bringen? Man sollte meinen, dass du das zu Finolas Zeit auch getan hast. Ich bin nicht überrascht, dass es passiert. Nur darüber, wie viel die Leute bringen. So ist es schon immer gewesen. Die Hexe kümmert sich um das Dorf. Und die Leute im Dorf kümmern sich darum, dass die Hexe alles hat, was sie benötigt, dass sie Zeit hat, ihren eigentlichen Aufgaben nachzugehen. Die Hexe kümmert sich um das Land und das Land versorgt sie mit allem, was sie braucht. Selbst wenn das Land so ein frostiges und karges ist wie Glonnerfane. Wieso bist du überhaupt hergekommen, wenn du die Kälte so wenig leiden kannst? Kanntest du Finola von früher? Und woher wusstest du eigentlich, dass sie krank war? Wenn eine Hexe ihre Lehrzeit bei einer anderen Hexe beendet hat, dann geht sie auf Wanderschaft. Sie versucht dann, Dinge zu lernen, die man einem anderen nicht beibringen kann. Dinge, die man selbst herausfinden muss. Aber irgendwann spürt sie einen Ruf. Es ist wie ein namenloses Wissen, gebraucht zu werden. Und ein Gespür dafür, wo. Das ist das Zeichen, dass die Wanderschaft der Hexe beendet ist. Und wenn sie dem Ruf folgt, dann kommt sie irgendwann, früher oder später, an einen Ort, wo eine alte Hexe im Sterben liegt. Dann haben die zwei vielleicht noch ein paar Tage Zeit, um über die wichtigsten Dinge zu reden. Und dann erbt die junge Hexe die Verantwortung über das Gebiet der Alten. Und die Bewohner des Landes spüren, dass sie nicht alleine sind, dass eine neue Hexe da ist. Aber wie... Es ist Magie, Rodan. Ich wusste es einfach. Selbst als ich die Berge vor mir gesehen habe und über verschneite Pässe gewandert bin. Ich habe keinen Moment daran gezweifelt, dass ich an den richtigen Ort gekommen bin. Und Finola habe ich das erste Mal gesehen, als ich durch diese Tür dort gekommen bin. Da bist du ja endlich. Es hat so lange gedauert. Ich bin nicht so gut vorangekommen. Auf den Bergpässen liegt schon Schnee. Das passiert hierzulande schon mal. Woher kommst du? Aus südlicheren Gegenden. Du bist ja ziemlich jung, Mädchen. Wie heißt du? Cleona. Und du bist also Finola. Setz dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und ich muss dir noch manches sagen. So ist es bei den Hexen. Nicht wir wählen das Land, in dem wir sind, sondern das Land ruft uns, wenn wir gebraucht werden. Schade, dass du gehen musst. Bran wartet auf mich. Du machst dir doch gar nichts aus dem Schmieden. Er hat mich damals aufgenommen. Ich kann ihn doch jetzt nicht allein lassen, wenn er mich braucht. Dann musst du wohl gehen. Ich sehe dich heute Abend.
Hallo, hallo. Was gibt's denn Neues? Diese verdammte Hunde stehen in der Vorratskammer. Ja, das ist ja mal interessant. Warte doch! Traust dich ja nicht. Gordon, hast du einen Moment für mich? Ja, was gibt's denn? Naja, es ist wegen dir und Joffre. Besteht die Möglichkeit, dass ihr euch bald wieder versöhnt? Ist Joffre bereit, sich zu entschuldigen? Du kennst sie, Gordon. So etwas bringt sie nicht so einfach über die Lippen. Aber es tut dir leid, was sie dir letzten Winter alles an den Kopf geworfen hat. Es ist nur, du hast ihr um diese Zeit sonst immer mit dem Brennholz und mit den Zäunen geholfen. Und jetzt wächst dir das alles über den Kopf. Es geht dir nicht gut, gar nicht. Kannst du nicht einmal über deinen Schatten springen und den ersten Schritt machen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Granje. Joffre hat jeden Kontakt mit mir abgebrochen. Wieso soll das jetzt mein Problem sein, wenn sie nicht zurechtkommt? Soll sie halt jemand anders um Hilfe bitten? Oder wenn du meinst, dass sie Hilfe braucht, kannst du ihr helfen. Oder die Dorfältesten. Oder sie schluckt ihren verdammten Stolz runter und bittet mich um Entschuldigung. Aber bei der Göttin, mein Problem ist das jetzt sicher nicht, wenn sie nicht zurechtkommt. Ich kann dich ja verstehen. Kannst du nicht wenigstens noch mal drüber nachdenken? Versprich dir nicht zu viel davon. Was gibt es Neues aus dem Dorf? Nicht viel. Die meisten sind mit der Vorbereitung der Beltane-Feier beschäftigt. Man sagt, dass Tiernan dieses Jahr kein Fass Bier spenden will. Angeblich, weil das letzte Jahr für das Dorf sehr karg war. Aber ich denke, er ist einfach noch ärgerlich wegen der Sache mit den Feldern. Wie geht es Lidin und Brigond in dieser Tage? Bregon ist damit beschäftigt, die Äcker für die Aussaat vorzubereiten. Sie haben ein Geschäft mit Alva gemacht und die letzten Tage war er beim Pflügen. Und Lidin gewöhnt sich allmählich ans Muttersein. Ich glaube, die erste Zeit mit dem Baby war anstrengend. Aber inzwischen sieht sie wieder wacher aus. Das kann allerdings auch am Frühling liegen. Beltane rückt näher. Man spürt es immer deutlicher. Bald wird Kiefer sich vermutlich hier einfinden, um die Dinge zu besprechen, die noch vorbereitet werden müssen. Zumindest hat sie sich bisher immer hier eingefunden. Dinge wie, wer der nächste Beltane-König wird? Wer auch immer er ist. Er wird sich nur über die symbolische Form des Rituals freuen können. Das kann ich dir nicht versprechen. Was soll das heißen? Rodan, ich bin nicht nur die Frau, mit der du zusammenlebst. Ich bin auch die Hexe dieses Dorfes. Und im Beltane-Ritual verkörpere ich die Göttin. Und ich kann dir als Hexe kein Versprechen geben. Ich kann die Göttin nicht an ein Wort binden, das ich dir gebe. Verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Die symbolische Form des Rituals ist genauso gültig. Oder? Fionnuala hat es jahrelang so gemacht. Ja, Rodan. Und das ist alles, worum ich dich bitte. Nicht, dass du aufhörst, Dorfhexe zu sein, sondern dass du das Ritual symbolisch durchführst, wie es genauso gültig ist. Und
Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, dass das jetzt so ein großes Problem ist. Ich habe dir mehr als einmal gesagt, dass es für dich nicht einfach sein wird, mit einer Hexe zusammenzuleben. Sag nicht, du hättest davon nichts gewusst. Und wenn du mir schon nicht zuhörst, dann akzeptiere wenigstens, dass ich eine Hexe bin. Das wollte ich ja auch. Bevor mir klar wurde, dass diese Hexe, ohne zweimal drüber nachzudenken, mit einem anderen Mann ins Bett will. Ist es das, was du hier hörst? Denn alles, was ich höre, ist, dass du mich hier am liebsten anbinden würdest. Aber diese Hexe wird keine Ketten akzeptieren. Nicht von dir und nicht von irgendjemand anderem. Das ist doch Schwachsinn. Von Ketten redet doch überhaupt niemand. Es geht um eine einfache Bitte, wie du dieses Ritual durchführst. Keine große Sache. Genauso gültig. Aber nicht einmal das kannst du mir anscheinend geben. Nein, Rodan, kann ich nicht. Und wenn es dir nicht passt, dass ich eine Hexe bin, dann geh halt und such dir jemand anderen. Geh doch zu deiner Hexe und lass mich bloß in Ruhe. Und nun, Rodan, Schmiedegehilfe, hoffe ich, dass du noch nicht vorhast zu gehen. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit dir. Cleona, vertraust du mir? Ja. Kannst du mir vertrauen? Wirst du mir zuhören und darüber nachdenken, wenn ich dich bitte, etwas zu tun? Schau mal, was ich für dich habe, meine südländische Hexe. Du frierst doch im Winter immer so leicht. Du bist wunderschön. Das wollte ich ja auch. Bevor mir klar wurde, dass diese Hexe, ohne zweimal drüber nachzudenken, mit einem anderen Mann ins Bett will. Ehrwürdige Mutter, ist alles in Ordnung mit euch? Ja, alles in Ordnung. Ich habe nur nachgedacht. Also, es wird alles ablaufen wie im letzten Jahr. Der Beltane-König wird
auf die Lichtung geführt werden und da werde ich ihn in Empfang nehmen. Und das Ritual wird zwischen ihm und der Göttin stattfinden. Und das ist alles. Ist noch was? Ich weiß nicht genau, ob es etwas ist. Vielleicht ist es auch nichts. Aber der Freund meines Schankmädchens, Mune, Kelan, er hilft ihr manchmal abends beim Aufräumen in der Taverne. Gestern Nacht war er auch da, aber er war irgendwie abwesend. Nicht richtig von dieser Welt. Als hätte er sich ins Feenreich verirrt vielleicht. Ins Feenreich? Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Er war kaum ansprechbar. Und es war etwas Wildes an ihm. Ein schüchterner Junge, etwas schlaksig. Arbeitet bei Alva auf dem Hof, nicht wahr? Ich werde ihn mir mal ansehen. Es ist zwar eigentlich nicht die Zeit, wo die Grenzen zum Feenreich dünn werden, aber manchmal passieren Dinge, die nicht hätten passieren sollen.
Kelan. Ja, ich weiß ja nicht, was mit dem Jungen los ist. Vermutlich ist es nur die Jahreszeit. Den halben Winter sitzt er brütend da und erklärt allen, dass er nicht glaubt, dass Munit die Richtige für ihn ist. Vor einem Mond verkündet er dann in der Gesindekammer, dass er das Mädchen nicht mehr sehen möchte. Und jetzt geht er doch wieder seit ein paar Tagen in die Taverne und macht dort ihre Arbeit mit und vernachlässigt seine Pflichten hier. Wo schläft er? Was? Kelan, wo ist sein Nachtlager? Folgt mir. Also ich weiß ja nicht, was an dieser Sache so seltsam sein soll. Gerade vor Beltane benehmen sich Jungen in diesem Alter mitunter eigenartig. Und manchmal auch die Älteren. Was ist das? Wilde Magie. Bären aus dem Feenreich. Und ich glaube, wir müssen nicht lang nachdenken, wie sie hierher gekommen sind. Dreimal 7 Tage vor Beltane, geh dahin, wo die Feen wohnen. 3-mal 7 Schritt, geh dort voran, dann dreh dich mit geschlossenen Augen. 1-mal 7 Schritt, dann geh und pflück die Beeren, ungesehen. 1-mal 7 Tage trag sie als Talisman um deinen Hals. 2-mal 7 Tage leg sie dem Geliebten unter das Kissen. 3-mal 7 Jahre lang ist er dein, vom Beltane-Tag an. Zeit, ein paar Worte mit Munit zu reden. Bist du bereit? Komm.
Hat sie dir jemals über das Schicksal des Beltane-Königs erzählt? Der Beltane-König ist der Eichenkönig, der Falke, der stolz hoch am Himmel fliegt. Aber seine Zeit ist nicht von Dauer. Er ist das Opfer, das der Göttin gebracht wird. Dafür wird er von ihr verführt. Denn es gibt einen anderen König. Den dunklen König, den Raben. Und der tötet ihn, nimmt seinen Platz an der Seite der Göttin ein. Das ist das Schicksal, das Cleona dir verschwiegen hat. Ist es das, was du willst? Gefangen bleiben in den alten Mythen, in denen die Hexe dich gefangen hat? Oder willst du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen? Selbst. Dann steige morgen früh auf den Gipfel der Klippe und ich werde dir etwas geben, um den Kreis zu durchbrechen. Gib es deiner Hexe und sie wird für immer dein sein und nie wieder einen anderen als dich ansehen. Wer bist du? Wilde Magie? Bären aus dem Feenreich. Was genau hast du dir dabei gedacht? Ist dir auch nur annähernd klar, was du hättest anrichten können? Es hätte funktioniert, oder nicht? Er hat nur auf mich geschaut. Und wir wären zusammen glücklich geworden. Die Geschenke des Feenreichs sind selten, was sie scheinen, Monit. Der Glanz der Mondbeeren lässt ihn nur Augen für dich haben. Aber er sieht nicht dich. Er sieht den Glanz der Feenwelt um dich herum. Und du hättest dich auch irgendwann verändert, wärst nicht mehr du selbst gewesen. Die Magie hätte euch aneinander gebunden, aber wie lange wärst du damit glücklich gewesen? Wie lange, bis du die Magie als eine Last empfunden hättest? Ein paar Monde vielleicht? Liebe hat nichts damit zu tun, den anderen an sich zu binden oder zu erwarten, von ihm bewundert zu werden. Liebe ist das Gegenteil. Hingabe, Schenken von Vertrauen. Sich selbst dem anderen hingeben. Ehrwürdige Mutter? Denk darüber nach. Und halt dich von den Feen fern, oder du verlierst dich selbst. Und jetzt geh.
Gib es deiner Hexe, und sie wird für immer dein sein und nie wieder einen anderen als dich ansehen. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich hol uns Tee. Rodan, du hast eine Frau in deinem Leben verdient, die nur Augen für dich hat. Der du restlos vertrauen kannst, die ganz für dich da sein kann. Und ich wünschte, bei der Göttin, ich wünschte, ich könnte diese Frau für dich sein. Und dir all das geben, was du dir wünschst. Ganz dein sein. Aber so sehr ich auch will, ich kann nicht. Ich bin auch Hexe. Als Frau. In den Momenten, wo ich nur Frau sein kann, da kann ich all das für dich sein. Aber wenn ich Hexe bin, dann gehöre ich der Göttin. Und ich kann verstehen, wenn dir das nicht genug ist. Wenn du lieber jemanden in deinem Leben hättest, der ganz dein sein kann. Liana, gibt es einen dunklen König? Einen, der den Beltane-König tötet? Ja, es gibt einen dunklen König. Wer ist der? Und warum hast du mir nie davon erzählt? Die Leute im Dorf wollen die Göttin lieber als gute, lebenspendende Mutter sehen.
Aber sie hat auch eine andere Seite. Sie ist auch grausam. Sie ist auch diejenige, die das Leben nimmt. Und das muss sie, denn ohne Tod kann es kein neues Leben geben. Ohne Dunkelheit kann man das Licht nicht schätzen. Die Herrschaft des Beltane-Königs fällt in die helle Jahreszeit. Aber wenn sie vorbei ist, muss er fallen. Dann muss er den Platz an der Seite der Göttin für den anderen freimachen. Der Rabenkönig herrscht über die dunkle Zeit, die Zeit des Todes, ohne die es kein neues Beltane geben kann. Ich bin müde, Cleona. Ich denke, ich werde schlafen gehen.
Alles in Ordnung mit dir? Cleona. Ich hätte fast einen großen Fehler begangen. Als ich weg war über Beltane, da hatte ich eine Vision. Oder eher, jemand hat mir eine Vision geschickt und mir etwas versprochen, das ich dir geben kann, dass du nur noch Augen für mich hättest. Und heute Morgen, da hätte ich es dir beinahe in den Tee getan. Aber ich habe es in den See geworfen. Ich schäme mich dafür und dass ich nie genug versucht habe zu verstehen, was es für dich bedeutet, eine Hexe zu sein. Kannst du mir verzeihen? Das war wieder sie. Sie hat gehofft, mich so aus dem Weg zu räumen. Über dich. Wer ist sie? Von wem redest du? Es gibt eine andere Hexe im Tal. Sie hat damals auf der Sturmzinne die Runen gewirkt und den Zorn der Elemente heraufbeschworen. Und später, in den Rauhnächten, hat sie einen Fluch über das Dorf legen wollen. Sie hält mich für eine Verräterin an meiner Berufung. Ich denke, was sie meint, ist, dass im Tal kein Platz für die Menschen ist. Und jetzt hat sie versucht, dich für ihre Zwecke zu benutzen. Wer dies besitzt, kann mich in seine Gewalt bringen. Eine Haarsträhne von mir, freiwillig gegeben. Nimm sie, Rordan. Ich liebe dich, Rordan. Und ich möchte, dass du jeden Moment weißt, wie sehr ich dir vertraue. Dass du etwas hast, was dich daran erinnert. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast, Cleona, und ich liebe dich auch. Und auch wenn ich dich nie ganz haben kann, ist das doch immer noch 1000-mal besser, als dich gar nicht zu haben. Aber eins musst du mir versprechen. Was du letzte Nacht erzählt hast über den Rabenkönig und die Magie und das alles. Das ist nichts für mich, Cleona. Ich fühle mich so hilflos, wenn du darüber redest. Zu den Zeiten, wo du einfach nur Hexe bist, meinst du, du könntest Dich aus der Magie heraushalten? Ich verspreche es.